Hallo Agents, ich bin's mal wieder, euer Goken. Willkommen in einem weiteren Division 2 Video. Dieses Mal möchte ich euch mein Dilemma Focus Bild präsentieren, was ich hauptsächlich dafür nutze, legendäre Missionen solo zu machen. Kommt einfach mal mit ins Weiße Haus und wir schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Für dieses Bild nutze ich die Richtschützen-Spezialisierung. Manche finden es vielleicht übertrieben. Ich passe mich nur den Umständen an. Das Equipment sieht folgendermaßen aus. Wir tragen 4 Teile vom Dilemma des Verhandlungsführers, haben einen Seska-Rucksack mit dem Talent Wachsamkeit und die benannte Eraldi-Brust, tadelloses Vorbild mit dem Talent Perfekter Fokus. Durch 2 Teile Dilemma bekommen wir 15% Chance auf kritische Treffer. Bei 3 Teilen bekommen wir 20% Schaden durch kritische Treffer. Bei 4 Teilen bekommen wir das Talent Feindliche Verhandlungen. Kritische Treffer markieren einen Gegner 20 Sekunden lang, es können bis zu 3 Gegner markiert werden. Wenn ein markierter Gegner einen kritischen Treffer erleidet, erleiden alle markierten Gegner ebenfalls 60% des angerichteten Schadens. Wenn ein markierter Gegner stirbt, erhalten sie 2% Schaden durch kritische Treffer, kann bis zu 20 Mal gestapelt werden und ist bis zum Ende des Kampfes verfügbar. Also bei 20 markierten toten Gegnern haben wir nochmal zusätzlich 40% kritischen Treffer Schaden durch dieses Talent. Auf der Maske bzw. auf allen Dilemma-Teilen habe ich Waffenschaden und kritischen Trefferschaden und überall, wo ich einen Mod-Slot habe, habe ich auch kritischen Trefferschaden. Ihr seht, Waffenschaden, kritischen Trefferschaden, Waffenschaden, kritischer Trefferschaden, Waffenschaden, kritischer Trefferschaden. Der Rucksack ist von Seska Viroba und gibt uns 10% Chance auf kritische Treffer zusätzlich. Hier haben wir auch wieder Waffenschaden, kritischen Trefferschaden, kritische Trefferchance und im Mod-Slot wieder kritischen Trefferschaden. Das Talent ist Wachsamkeit, erhöht den gesamten Waffenschaden um 25%, nimmt man Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Als Brust trage ich tadelloses Vorbild, die benannte Eraldi-Brust mit dem Talent Perfekter Fokus. Hier bekommen wir 10% Scharfschützengewehrschaden, weshalb ich mir als Zweitwaffe einfach die Nemesis mit eingepackt habe. Die ist ohnehin schon sehr stark. Auf der Brust habe ich Waffenschaden, kritische Trefferchance, kritischen Trefferschaden und im Mod-Slot ebenfalls nochmal kritischen Trefferschaden. Das Talent auf der benannten Eraldi-Brust ist Perfekter Fokus. Erhöht den Waffenschaden um 6% für jede Sekunde, die sie mindestens im 8-fach Zoom sind. Maximal 60%. Das heißt, wir brauchen ein 8-fach Visier auf unserer Waffe und sobald wir durch dieses 8-fach Visier schauen, bekommen wir für jede Sekunde 6% mehr Schaden dazu. Nach 10 Sekunden haben wir die vollen 60% erreicht. Man kann auch alternativ eine Fenrisbrust anziehen mit dem Talent Fokus. Ist zwar nicht der perfekte Fokus, sie gibt uns hier 10% Sturmgewehrschaden, aber allerdings nur 50% Maximalschaden durch das Scope. Viele werden sich jetzt denken, ja, da habe ich ja 10% immer und 50% durch das Scope. Leider nicht, denn der Schadensbonus durch das Talent Fokus ist ein Zusatzmultiplikator. Deshalb machen wir mit den 60% durch unseren perfekten Fokus mehr Schaden. Als Hauptwaffe nutze ich die FAMAS. Sie hat eine SPM von 900 und mit dem erweiterten Magazin 50 Patronen. Sie hat Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und ganz wichtig als Attribut solltet ihr auch drauf haben, Schaden gegen ungedeckte Ziele. Ich nutze das Talent Flinke Hände, kritische Treffer verleihen einen gestapelten Bonus von 4% auf das Nachladetempo, die maximale Stapelgröße beträgt 40. Wir bekommen durch dieses Talent ein extrem hohes Nachladetempo, was uns in vielen Situationen öfter mal den Hintern retten kann und wir dadurch auch einen viel höheren konstanten Schaden erreichen können. Auf der FAMAS habe ich das 8-fach Visier CQBSS mit 30% Kopfschussschaden. Nur durch dieses Visier bzw. durch das Spezialisierungsvisier vom Präzisionsschützen können wir unseren perfekten Fokus erst triggern bzw. aktivieren. Also das Talent auf der Brust muss mit so einem Visier gespielt werden. Auf der Mündungsbremse habe ich 5% Chance auf kritische Treffer und an der Unterlaufschiene noch einmal 5% Chance auf kritische Treffer und wie bereits erwähnt das erweiterte Magazin mit 20 Patronen zusätzlich. Hier bekommen wir 10% Nachladetempo minus, aber weil wir flinke Hände haben, spüren wir davon so gut wie gar nichts.
Als Zweitwaffe nutze ich die Nemesis. Weil wir die benannte Heraldi-Brust tragen, bekommen wir für die Nemesis nochmal 10% Scharfschützengewehr-Schaden dazu. Die Nemesis ist sehr, sehr stark, weil man mit ihr einen hohen Schaden mit einem einzigen Schuss erreichen kann. Die nutze ich sehr oft, wenn ich in einen Bereich gehe, die Gegner noch nicht getriggert habe, beziehungsweise noch nicht die Aufmerksamkeit habe meiner Feinde. Dann versuche ich damit immer die schwierigsten bzw. wichtigsten Gegner sofort außer Gefecht zu setzen. Das sind zum Beispiel Heiler oder Operator, die die Mini-Tanks steuern. Zu diesem Bild benutze ich das Kreuzfahrerschild. Das Kreuzfahrerschild hat zweimal Schildlebensenergie und einmal Regeneration im Holster als Mod. Es hat leider keinen Rang, aber dieses Schild ist essentiell wichtig, damit wir uns besser in einer Deckung positionieren können. Was genau ich damit meine, das zeige ich euch gleich. Die zweite Fertigkeit ist bei mir jetzt der Wiederbeleber-Thronstock. Allerdings variiere ich dort ab und zu auch zwischen dem Köder oder der Verteidigerdrohne. Es hängt ganz davon ab, welche Situation ich gerade bin. Das ist ganz euch überlassen, welche Fertigkeit ihr benutzt. Wichtig ist nur, dass wir das Kreuzfahrerschild haben. Und warum das so ist, das zeige ich euch gleich. Schauen wir uns zuerst einmal die Werte an. Wir haben mit unserer FAMAS 57% Chance auf kritische Treffer und 173% Schaden durch kritische Treffer. Und weil wir ein 8-fach-Visier haben mit 30% Kopfschussschaden, kommen wir hier auf 105% Kopfschussschaden. Die FAMAS hat einen Basisschaden bzw. einen Waffenschaden von 101.639. Und was es so mit dem Kreuzfahrerschild auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Wie ihr sehen könnt, stehe ich hier hinter einem LKW und kann unmöglich auf die Gegner schießen, die sich jetzt vor dem LKW befinden würden. Ich zoome gegen den LKW und sehe nichts. Aber sobald ich mein Schild ziehe, versetzt sich das Fadenkreuz nach rechts. Ich habe volle Sicht, aber die Gegner können mich nicht sehen bzw. treffen, weil ich immer noch geschützt hinter dem LKW stehe. Aus der Sicht der Feinde sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wie ihr seht, ist der Spieler komplett hinter einer Deckung und kann jetzt auch logischerweise nicht aus der Deckung schießen, aber sobald er sein Schild zieht, schaut das Gewehr aus der Deckung raus, aber er steht dennoch vollkommen geschützt hinter seiner Deckung. Das hilft uns ungemein, um ungeschadet voranzukommen. Solltet ihr noch keine gute FAMAS haben, dann empfehle ich eine M4 Polizeiversion. Beide Waffen könnt ihr euch an der Fertigungsstation herstellen. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Glück dabei und verabschiede mich. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, ihr würdet mir einen Daumen hoch hinterlassen. Und wenn ihr weitere Division 2 Build Guides haben möchtet in Zukunft, dann dürft ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Gouken.